Dieses Video wird präsentiert von Fantasy Inn. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge TBTV, heute mal wieder im Außeneinsatz. Wir befinden uns etwa 50 Kilometer hinter Berlin, 30 Kilometer vor der polnischen Grenze, genauer genommen in Seelow. Ganz genau bei den Seelower Höhlen. Wir versuchen dieses Jahr mal ein paar Kriegsschauplätze zu besuchen. In den letzten Jahren haben wir euch ja immer mal ein bisschen was aus Belgien und Frankreich gezeigt, aber wir versuchen das Ganze mal ein bisschen auszuweiten und wir fangen heute mal an mit den Seelower Höhlen. Die Seelower Höhlen, war einer der heftigsten Panzerschlachten auf deutschem Boden, das heftigste Artilleriefeuer mit über 40.000 russischen Geschützen, die hier gewirkt haben. Und wir werden heute mal ein bisschen gucken, was wir so finden. Wir sind jetzt bei der Gedenkstätte und Museum. Das werden wir uns jetzt mal anschauen. Da nehmen wir euch mal mit und wir werden später vielleicht noch den ein oder anderen Bunker begutachten. Ja, ihr habt jetzt ein paar Bilder aus dem Museum gesehen. Man muss sagen, es ist sehr, sehr klein. Es ist sehr winzig. Und ich glaube, dort können wir Deutschen, noch aus dem europäischen Ausland, noch ganz viel lernen, was das Thema Aufarbeitung, Geschichte und Museen angeht. Wir sind jetzt 16 Kilometer weiter gefahren. Wie ihr seht, wir sind in einem Waldstück. Und zwar sind wir auf den Spuren von Schukows Bunker. Der soll hier irgendwo sein. Den werden wir jetzt mal suchen und dann euch zeigen.
einem ca. 1 Kilometer langen Fußmarsch von unserem Auto jetzt aus sind wir endlich angekommen und ja, wir sind ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, andere Länder können das so viel besser als wir. Und wir werden euch gleich den Bunker zeigen, um was es hier geht. Aber kurz zur Geschichte. Schukow-Bunker ist einer der Generäle damals gewesen. Von hier wurde quasi die Großoffensive geleitet. Hier kamen und gingen die großen Offiziere. Der ganze ich nenne es mal Bergmassiv, soll voller Bunker sein. Hier ist auch ein Foto davon, das können wir euch gleich nochmal einblenden, wie das hier damals ausgesehen hat. Also viel weniger Bäume und alles voll mit Bunkereingängen. Wir zeigen euch jetzt mal den Bunkereingang, leider nur noch den Eingang, und dann werden wir den Rückmarsch antreten. Aber man muss sagen, sehr mystisch hier und sehr komisches Landschaftsbild. Also ist schon sehr zerklüftet und überall sind viele Mulden und auch teilweise Schützenlöcher. Kann man sich vorstellen, dass das welche gewesen sind. Vielleicht sind es auch Bombenkrater, man weiß es nicht. Aber wir gehen zum Eingang. Ja, hier ist nun der Eingang. Der Yoshi fängt schon an, das Ganze frei zu buddeln. Es sieht ein bisschen merkwürdig aus, weil wenn es ein Eingang wäre, müsste es ja eigentlich irgendwie weitergehen. Da hinten sind Holzstämme. Es sieht mehr oder weniger wie ein großes Shelter aus. Wie ein Bunkereingang jetzt eher nicht, aber es soll der Eingang gewesen sein. Ja, wir haben auf jeden Fall sehr viel Sand hier gefunden. Also ich denke mal, dass sie das wirklich zugeschüttet haben. Und man sieht auch hier im oberen Bereich, dass das alles so ein bisschen eingesackt ist. Also das wird wahrscheinlich viel größer gewesen sein. Und im Berg wahrscheinlich selbst sind wahrscheinlich noch echt spannende Anlagen zu entdecken. Schade, dass man sowas immer zumachen muss. So, wir treten jetzt den Rückmarsch an. Hat sich auf jeden Fall mal gelohnt. Wir waren jetzt auf jeden Fall mal hier. Und für uns geht es jetzt weiter. Mal schauen, was wir noch so entdecken. Aber für uns geht es jetzt erstmal wieder den Marsch zurück. Herzlich willkommen aus dem Tabletop Basement und zu einer neuen Folge TBTV. Heute wird hier schnell gemacht. Battlegroup gespielt. Jawohl, genau. Wir schreiben den 19. April 1945. Ja. Und die Geschichtskundigen unter euch wissen, so wahnsinnig viel ist danach nicht mehr passiert. Nee. Das letzte Gefecht bei Jansfelde. Die, was ist denn das? Die 18. Artillerie aus dem 3. Flakbataillon, genau, 18. Artilleriebatterie aus dem 3. Flakbataillon unter Hauptmann Müller versucht, einen russischen Panzerangriff zurückzuschlagen. Es kommt jede Menge von hier angerollt. Ich habe insgesamt 20 T-34 und einen Infanteriezug. Ja. Und dieser bemitleidenswerte Herr dort hat sage und schreibe 5 8-8er und ein MG und 2 Panzerfäuste. Ja, 2 Panzerfäuste und im Volksgrenadier Squad. Ich betone Squad, Genau. nicht Platoon. Eine Truppe, eine Gruppe, genau. Eine Gruppe. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Wir haben so asynchrone Gefechte lange nicht gespielt. Ja. Battlegroup sowieso irre lange, viel zu lange nicht. Und asynchrone Gefechte haben uns ja damals in der alten Kampagne, sehr gut in der Blitzkrieg-Kampagne, extrem gut gefallen. Ja. Und deswegen freue ich mich, dass wir Battlegroup mit so einem Gefecht wieder zurück ins Leben rufen hier. Genau, also habt ein bisschen Freude an diesem Gefecht. Heute werden wir mal wieder so ein bisschen, ihr wisst es ja, wir haben keinen Stil in unserem Battle Report, wir probieren immer aus. Heute machen wir es mal wieder ein bisschen zusammengeschnittener, ein bisschen komprimierter. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wir müssen da immer so ein bisschen mal horchen. Ne? Bei den letzten Battle Reports zum Beispiel bei Operation Squad war auch so, ja, finden wir geil, nee, wir können nichts sehen. Heute mal wieder was anderes. Ich glaube, wir werden das, nie herausfinden, wie der beste Battle Report funktioniert. Irgendwann werden wir es schaffen, dann können wir den Kanal hier nämlich schließen. Wenn wir den perfekten Battle Report gemacht haben, dann ist hier Licht aus, Feierabend. So, jetzt haben wir nicht lange rumgeschnackt. Die Panzer rollen schon. Ja. Matz ab. Feuer frei. Ja, auf dem Schlachtfeld angekommen. Wir sind hier bei den Seeloher Höhen bei der Stadt oder bei der Ortschaft Jansfelde. Dort haben sich die Russen in Richtung Berlin auf den Vormarsch gemacht. Werden aber, oder versucht wird das Ganze durch den letzten Widerstand, und zwar mit 5 8-8ern Geschützen und einer wirklich kleinen Gruppierung, und zwar mit einem kleinen Volksgrenadier-Squad, und das Ganze wird angeführt von Oberst Müller. So, Thomas wird heute den Ivan spielen. Da.
Ja, wir haben ein schönes Szenario und zwar geht es darum, gestartet wird hier mit 5 T34 mit aufgesessenem Infanterie. Infanteriezug. Genau. Und dann folgt jede Runde, wird dann gewürfelt. Ab der dritten, ne? Ab der dritten Runde wird dann gewürfelt, wie viel T34 reinkommen. Maximal 14 T34 dürfen dann auf dem Spielfeld sein und das Ganze muss dann verteidigt werden mit diesen 5 8-Achter-Geschützen. Ja, der eifrige Zuschauer wird es entdeckt haben. Hier steht ein Tigerpanzer. Der ist natürlich fungiert als Geschütz und ist quasi nicht mehr fahrbereit, weil wir tatsächlich keine 5 8-Achter mehr hatten. So, wir werden jetzt mal loslegen. Wir werden jetzt nochmal mein Battle Rate auswürfeln und dann geht es direkt los. So, Okay, 2W6 plus 20, ne? genau. Oh, Hervorragend. 23. 23er. Das gefällt mir gut. Ich nehme an, ich fange auch an, ja? Als Angreifer. Das würde ja sonst auch Ich wenig gehe Sinn davon machen. aus, ja. Ich Okay. gehe davon aus. Das heißt, wir haben Runde 1. Ich mache hier mal einen Rundenmarker, zumindest bis zur dritten. Ja, Ne? Weil dann wird es ja relevant. Genau. Du kannst in den ersten 2 Runden 1 W6 Befehle nur, plus meine Offiziere. genau, nur ein W6 Befehle plus 1, weil du einen Offizier hast, glaube ich, ne? Genau, und das liegt daran, weil die Geschützmannschaft das Ganze erstmal so ein bisschen... Genau, die Panzer kommen gerade hochgerumpelt und die Geschütze, oh schnell Männer, Genau. aus der Deckung an die Geschütze. Und dann kriegen die Russen das natürlich gleich mit und werden das tun, was die Russen gegen Ende des Krieges gerne gemacht haben. Sie nehmen all ihr Material und kippen das so lange auf die Deutschen drauf, bis nichts mehr davon über ist. Richtig. Gut, alles klar. Ich habe 2 W6 Befehle? Befehle plus 2 momentan, weil ich 2 Offiziere auf dem Feld habe. Hier ist einer drin und praktischerweise sitzt oben drauf der Offizier von dem Infanteriezug. Richtig. Okay, das sind 6 Befehle insgesamt. 5 Befehle insgesamt. Nein, ich habe eine 5 gewürfelt. Meine Güte. Plus 2 ist natürlich 7. Ich will auch gar nicht lange drum rumreden. Wir machen jetzt hier nicht, ich warte jetzt nicht 3 Runden. Nein. Ne? Das, was die Russen immer gemacht haben. Genau, das, was die Russen immer gemacht haben. So, das heißt, ich möchte einfach losfahren und ich will diese Style-Regel einfach mal ausprobieren. Okay. Die Russen haben das. Ja. Dementsprechend darf ich für einen Befehlspunkt W6 russische Fahrzeuge bewegen. Ja. 5. Wie praktisch. Ja, das Und die reicht. müssen jetzt 2 Bewegungen machen und das auf den nächsten Feind zu, also in die Richtung, sag ich jetzt einfach mal. Ja, ja, ne? auf jeden Fall. Die erste Runde haben die Russen genutzt, um mit ihrem Panzerzug durch das kleine Waldstück zu fahren und auf die 8-Achter, die hier in Verteidigungsstellung liegen, zuzuhalten. Ich habe hier einen Squad Infanterie, die sind tatsächlich mit 2 Panzerfäusten noch ausgestattet. Na, komm ran. Das heißt, die könnte ich hier noch irgendwo vielleicht Die musst du dann in die Lücke stopfen, wenn es soweit Ja, ist. genau. Ich würde die tatsächlich mal bewegen. Wird hier einfach aus dem Wald hier raus, 6 Zoll. Komm ruhig nach vorne ein Stück. Nee, ins Offene würde ich dann auch nicht. Das MG zu dem Squad lasse ich hier einfach mal positioniert. Ansonsten, ja, Feuer frei, ne? Alles klar, auf geht's. Ich würde hier mit dem linken Geschütz einfach direkt mal anfangen. Du musst erstmal deine Anzahl der Befehle auswürfeln, Ja, das ist bevor was richtig. passiert. Du hast einen W6 plus 1. So, das heißt, du hast eine 8-8er, die feuern kann. Ja, eine einzige. Dann würde ich hier direkt links mit der anfangen. Okay? Ja, und würde auf den ersten. Müssen wir tatsächlich meine Entfernung jetzt mal messen. Genau. Die 8-8er haben alle Ladeschützen oder Ja. Ladeteams. Das heißt, sie können bis zu 3 Schuss machen. Dafür musst du aber eine 5 plus würfeln. Ansonsten kommen nur 2 raus. Nein, 2. Okay, 2 Schuss. Was haben wir gesagt? Paar 30, ne? 33, ja. Also long. Ja, 5 plus, 2 Schuss. 2 Schuss, okay. Pam, pam. Ein Treffer. Okay, ein Treffer. In dem Moment, wo du das triffst, muss der Stimmt. Panzerreiter absetzen Ja, und richtig. ist gepinnt. Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken, was passiert. Weil eventuell, wenn der Panzer in die Luft geht, bekomme ich auch noch W3 Verluste. Ne? Genau. So, ich habe auf jeden Fall eine Stärke von 7 noch auf der Reichweite. Ich habe eine Frontpanzerung von K. Das heißt, wir brauchen eine 6. Das ist okay. Mit 2 wie 6. Wir haben eine 7. Das heißt, wir haben einen drüber. Das ist destroyed. Ja, das ist aber ärgerlich. Okay, das heißt, der Panzer ist schon mal außer Gefecht gesetzt. Und wir haben noch D3 Verluste bei der Infanterie. Ja, genau. Das ist schade, weil es ein Offizierteam ist mit nur 3 Leuten, aber du machst nur 2 Verluste. 2, ja. Das heißt,
Das ist nur noch ein Mann, der da steht. Obwohl ich nehme mal die roten besser, weil ich die gelben gleich für die Munition. So, meine erste Runde. Ich habe tatsächlich eine 1 bei dem Befehlen geworfen. Das heißt, mir standen diese Runde 2 Befehle zur Verfügung. Ich habe mit dem ersten Befehl ein bisschen vorzeitig meinen Infanterie-Squad ein bisschen an die Seite bewegt, um vielleicht dann so an der Straße noch so ein bisschen Deckung geben zu können, weil da kommt dann eventuell die meiste Verstärkung raus. Und den letzten Befehl, also den zweiten, habe ich dann für einen ersten Schuss abgegeben. Ich habe versucht, das Loader-Team zu aktivieren. Das hat nicht ganz funktioniert, also sind nur 2 Schuss rausgekommen. Aber wir haben tatsächlich einen Treffer gelandet und den ersten T-34 zerstört. Das Command-Team von dem Infanterieplatoon musste dementsprechend absetzen und hat 2 Verluste erlitten. Was wir natürlich noch machen müssen, Ein Battle Rate-Marker. ein Battle Rate Marker ziehen. Wir haben hier die schönen Acrylmarker. Das ist gut, da kann man nämlich die Zahlen nicht erfüllen. Richtig. Und du hast, haben wir glaube ich gar nicht gesagt, mein Battle Rate haben wir ja gesagt, 23. Du Ja. hast ein Battle Rate von 45. 45, ja. Und nachdem ich das Gesicht gesehen habe, ist das wohl eine 1. So, kommen wir in Runde 2 an. Ja. So. Ich muss jetzt tatsächlich ein bisschen überleben hier, Ja. weil ich ja erst ab Runde 3 Verstärkung bekomme. Ja. Ich habe jetzt schon einen Offizier weniger. Ja. Das heißt, ich habe 2W6 plus 1 nur noch. Aber mit 7 Befehlen sollte das trotzdem überhaupt kein Problem Kein sein. Problem. So, ich kann mir jetzt aussuchen, was ich mache, aber da die Russen jetzt beschossen wurden, fahren die nur einmal, weil anhalten ist keine Option. Nein. Die fahren nur einmal und schießen trotzdem. Natürlich. Ne? So, und zwar fahren wir dann 12, weil wir ja einen schnellen T-34 haben. Der Riesenvorteil wird für dich dann sein, dass hier irgendwann so viele abgeschossene Panzer stehen, dass du richtig schön Deckung hast. Ja. In der zweiten Runde haben die Russen das gemacht, was sie machen wollten. Sie sind weiter vorgerückt und haben das Feuer auf die Geschütze dort in der Waldkante eröffnet. Haben es tatsächlich geschafft, ein Geschütz zu unterdrücken, was ich als sehr großen Erfolg bewerte. Weil das schießt jetzt erstmal nicht, bis Sascha einen Marker zieht und seine Moral ist so niedrig, dass sich das vielleicht lohnen könnte. Als Abschluss der Runde habe ich das HQ-Team hier von dem Infanteriezug noch entpinnen lassen, damit sich das in der nächsten Runde um den Mörser kümmern kann. Gut, meine zweite Runde. Ich habe immer noch 1W6 Befehle. Plus 1, ja? Ja. Oh, es sind auch nur 3. Hervorragend. Wir fangen an mit diesem Geschütz. Ja, Feuer frei. Das wird jetzt ja unter 30 sein. da ist von auszugehen, zumindest auf die vorderen 2 oder 3. Ja. Die vorderen 3. Das heißt, wir haben ein AP-Shell, das ist auf die 4 plus. Du bist aber bewegt wieder auf die 5. Ja. Ich gucke erstmal, ob mein Loader-Team möchte. Nein. Nein, die sind immer noch am Laufen. Immer noch am Laufen. War gerade auf einer Gulaschkanone. Ja. Wir nehmen mal das Fahrzeug. Okay. Nö. Nein. Kein Treffer. Oh, okay. Meine zweite Runde. Ich habe dieses Mal sage und schreibe 3 Befehle geworfen. Das heißt, konnten dann also auch 3 Geschütze feuern. Einmal hier das Geschütz in dem Wald. Leider nicht. Die Geschützmannschaften hatten auch noch so keinen Bock. Das zweite Geschütz folgte dann darauf. Auch die Geschützmannschaften hatten keinen Bock und haben nichts getroffen. Aber dann das dritte Geschütz konnte dann tatsächlich direkt 2 Treffer erzielen und hat somit einen weiteren T-34 ausgeschaltet. Geschützmannschaft bzw. die Tank Riders mussten absteigen und auch die haben nochmal 3 Verluste erlitten. Jetzt geht es in die dritte Runde und ich glaube, es folgt Verstärkung. Nur 2. Nur 2. Jetzt müssen wir nur noch auswürfeln, von welcher Seite sie kommen. Beziehungsweise, wird das ausgeworfen oder musst du das frei entscheiden? Wir schauen einfach kurz mal. an. Ja gut, dann werfen wir jetzt mal, So, wo kommen die beiden T-34 raus? Ich kann es mir aussuchen. Musst du für jeden Panzer einzeln würfeln? Wir oder? können das. Lass uns für jeden einzeln machen. Okay, der erste kommt bei 1 raus. Und 1 ist tatsächlich hier hinten in der Ecke. Okay. So, ich stelle die mal an die Kante. Ja. Den zweiten kann ich mir aussuchen und deswegen lasse ich den da auch mit rauskommen. Ach, der feine Herr. Der feine Herr, so ist er. Also geht's in die dritte Runde. Okay, so, ich kann jetzt mal einen runden Würfel wegnehmen, Ja. weil der ist jetzt nicht weiter von Relevanz. Ich habe 2W6 plus 1 Befehl und das sind 6 Befehle. 4, 6. Wir beginnen damit, für einen Befehl hier hinten die Stall-Regel anzuwenden. Jetzt muss ich nur keine 1 würfeln, jawohl. Das heißt, ich kann beide benutzen. Und sie fahren beide
12 ist dann bis vor den Wald. Verlieren dann ein W6. Ja. Also hat er noch 9 tatsächlich. Und der zweite von hier aus hat dann also noch 7. Das ist dann hier ungefähr. Ja. Die sind schon mal bewegt. So. Wie viele Befehle hast du? Ich hatte 6, habe jetzt noch 5. Weil das hat mich ja wegen der Russen-Sonderregel nur einen Befehl Ja, gekostet. genau. So, das heißt, ich habe noch 5. Das heißt, ich habe 3 Fahrzeuge da vorne. Ich habe ihn. Und den brauche ich für den Mörser, ne? Ärgerlich. Passt doch ganz genau. So, weil das so gut funktioniert hat, möchte ich gerne... Unterdrücken? Ja, ich weiß noch nicht, ob ich stehen bleibe. Aber wer würde in der Situation stehen bleiben, oder? Los, komm, was soll das? Nee, die fahren ja vor. Würdest du bei einer ganzen Batterie 8.8 stehen bleiben? So gar nicht hingefahren sein. So, der fährt nach da, Ja. löst einen Schuss, unterdrücken auf den. Wir haben gesagt, das ist ungefähr eine 5 plus. Ne? Ja. Nö. Nix. Der fährt, sind die schnell. Ja, krass. Der fährt nach da, löst einen weiteren Schuss. Nö. Der fährt nach hier und auch der feuert nochmal. Ja. Ich Du hast hab, deinen Safe. ja. Auf welches Geschütz hast du geschossen? Auf dieses hier. Okay. Ja, das- bestanden. das hält aber. Okay, sehr gut. Okay, mein Infanterieanführer möchte Ja. gerne mit seiner Flüstertüte nach hinten brüllen Ja. und sagen, Mörserfeuer auf die Waldkante, jetzt! Und dann gucken wir mal, ob das hinten ankommt auf der 3 plus. Ja. Kommunikationstest? Nein. Eine 1. Hört einfach niemand. Nein. Damit ist das vergebens. Die dritte Runde der Russen war nicht so wahnsinnig von Erfolg gekrönt. Ich bin weiter vorgerückt und habe versucht, die feindlichen Stellungen hier mit Feuer einzudecken. Allerdings, wie man sieht, war das nicht von Erfolg gekrönt und es ist überhaupt nichts passiert. Der Feuerleitbefehl oder der Befehl für Artillerie ist auch nicht angekommen. Das heißt, die Russen haben sich ein bisschen bewegt, ein bisschen Verstärkung bekommen, aber das war's. So, meine dritte Runde. Ich habe jetzt ab sofort wieder 2 bis 6. Ja, Die brauche ich jetzt auch. wenn du so willst. Ja, kannst du fast Ja. alles aktivieren. Es sind 6 Befehle. Okay, wir fangen mal mit dem Geschütz an. Feuert auf diesen Panzer. Das sind unter, Was ist das? 2 Fuß unter 30. ja, unter 30. Hat das Loader-Team Bock? Ja, jetzt sind sie da. Jetzt- Frisch gestärkt. Sehr gut. Das heißt Schnell. 3 Schuss. Schnell noch ein Stück Coca-Cola gegessen. Ja. Und es sind 2 2 Treffer tatsächlich. Okay, wir brauchen, das war immer noch die 7 auf die Dings, das war eine 6, ne? Der erste Treffer ist eine Ja, ist 7, schon durch. ist schon zerstört. Okay, wie viel Schaden nimmt das Infanterieteam? Einen Punkt. Gepinnt. Einen Punkt Schaden. Und der Marco. Und den hier? So, meine dritte Runde. Ich habe jetzt 2 bis 6 an Befehlen geworfen. Ab der dritten Runde durfte ich das, weil jetzt ist die Geschützmannschaft mehr oder weniger eingegroovt. Ich habe 6 Befehle geworfen. Ich habe mit 5 Geschützen gefeuert und einem Maschinengewehr. Und wir sehen hier ein bisschen was. Und zwar haben wir hier einen weiteren T-34 zerstört. Eine Mannschaft ist ausgestiegen, hat einen weiteren Verlust erlitten. Da hinten haben wir einen Panzer immobilized. Das heißt, wir haben einen Panzer zum Stehen gebracht. Der wird nicht mehr rollen. Und auch da hinten konnten wir tatsächlich einen Treffer landen, aber auch dort ist es leider nur gepinnt. Aber das ist ja auch nicht schlecht, weil viele gepinnte Einheiten bringen auch zusätzlichen Battle Rate. Runde Nummer 4. Okay, Runde Nummer 4. Und jetzt muss ich langsam mal vernünftig würfeln. Ja. Eine 6 wäre jetzt schön, aber eine 4 ist okay. Ich will mich nicht beschweren. Eine 4 ist okay. Ich habe also 4 neue Fahrzeuge, die dazukommen. Ja. Dann schauen wir mal. Der kommt raus auf der Nummer 3. Der kommt raus auf der Nummer 3. Ja. Der kommt raus auf der Nummer Nummer 3. Wo ist denn die 3? Und der kommt raus auf der Nummer 1. Das heißt, der kommt hier hinten raus. Und die 3, mein lieber Sascha, ist tatsächlich Die Hauptstraße? hier, neben der Ach, Straße. tatsächlich, neben der Straße. Ja, okay. Eröffnen wir mal einen neuen Angriffswinkel, nachdem der letzte jetzt nicht so erfolgreich gewesen ist. Okay. Und schauen, was wir machen können. 2 bis 6 plus 1 habe ich noch über. Das sind 5, 6 Befehle. So wahnsinnig viel ist das gar nicht.
Ne, aber so wahnsinnig viele Panzer habe ich da vorne ja gar nicht. Die nächste Runde der russischen Streitmächte endet. Und wir stellen fest, wir haben keine Pinmarker hier vorne. Jawohl, wir haben uns ordentlich gesammelt. Allerdings ist sonst nicht so wahnsinnig viel passiert. Ich habe ein paar Schuss hier hinten wieder auf diese Pack gelegt, aber die weigert sich einfach, sich unterdrücken zu lassen. Vielleicht sollte ich langsam anfangen, einfach Wirkungsfeuer zu legen. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Hier hinten kommen die Straße 3 weitere Fahrzeuge runtergerumpelt und ich gucke mal, ob ich mit einer neuen Angriffsachse vielleicht den Sieg erringen kann. So, Runde Nummer 4 für mich. Wir würfeln erstmal Befehle. Das ist eine ganze Menge. Einmal alles. Das sind 10 Stück. Ja, ich kann damit alles. So, wir brauchen nichts entpinnen. Ich würde mal anfangen. Da ist der Wald dazwischen, das sehe ich nicht. Muss ich eine Runde warten, würde ich mal direkt in Ambushfeuer legen. Die Gun. Vorsichtshalber. Die feinen Deutschen fangen mit solchen Taktikspielchen an. Das Gute ist, du musst nichts aufklären, weil Panzer im Offenen, die feuern, sind sofort automatisch aufgeklärt. Ja, richtig. Ne? Also von daher sparen wir uns einfach einen Wurf. Ja, hier würde ich sagen Feuer. Ja, ist dann obskur. Weil du bist ne? obskurt, ja. Du Ja, bist okay, obskurt. das Also muss musst ich du aufklären. Ja. Weil ich habe auch nicht gefeuert. Das heißt, es ist ja obskurt Vehikel 3 plus. 3 Ne? plus zum Aufklären, ja. Ja, das geht. Ja, für den ersten Schuss ja. Ja, ich gucke mal den zweiten direkt. Geht auch. Für den eventuellen dritten vielleicht Ach auch. so, warte mal. Ich guck mal, ob die Gun Bock hat. Nein? Dann sparen wir uns das Dann Gewürfel. sparen wir uns das Gewürfel. Das heißt, 2 Schuss. Wir sind hier wahrscheinlich über 30. Ein Stück. Ne, unter 30. Ja, unter 30 waren wir dann wieder bei der 4 plus. Du bist aber bewegt Jawohl. auf die 5. Und du bist obskurt Das ist vollkommen richtig. auf die 6. Haha. Nichts. Siehst du? Schon wackelt da der Turm. Amarka. Naja. Amarka 10's. Konfuzius. Ich habe einen Confusion-Marker gezogen. Das ist doch eine schöne Sache. Okay, wir haben einen Confusion-Marker. Ja. Den legen wir natürlich gleich auf die Batterie, die gerade gefeuert hat. Offensichtlich hat das Feuer von dem Fahrzeug doch noch irgendwas ausgerichtet. Du musst einen Moralcheck machen. Ja, richtig. Bist du denn green oder bist du Hitlers Last Aufgebot oder sowas? Ja, genau sowas. Ne, regulär. Ah, natürlich. 3. Reicht. Ne, ist Pint. Ach so, echt? Ja, ich habe hier Ach so, ja, du bist ja eine Gun. Stimmt, du bist ja gar kein... Naja. Oh, siehst du, hat das doch was gemacht. Da ist noch ein Baum umgefallen, der ist auf den Ladeschützen draufgefallen, Ja, ja, ja. der hat die Mumpel fallen lassen, Ja. alles springt aus dem Weg. Ah! Genau. Jetzt brauchst du eine Runde, bis die sich wieder fangen. Ja, natürlich. Hervorragend, okay, das tausche ich doch gerne so. Meine 4. Runde. Ich hatte genügend Befehle, um alles zu feuern. Fangen wir mit dem kleinsten an. Wir haben einen MG geschossen. Und zwar hier auf die abgesessenen Tank Riders. Und wir sehen, es ist nur noch ein Base da. Also ich konnte ein paar Verluste machen. Moralwert, alles cool. Da hat dann nichts funktioniert. So, aber gehen wir mal die Geschütze einzeln durch. Das Geschütz habe ich in Ambush Fire gelegt. Falls da gleich nämlich der erste T34 um die Ecke rumpelt, dann wird direkt losgefeuert. Dieses Geschütz hat ebenfalls gefeuert, hat nichts getroffen. Und hier mit diesen 3 Geschützen haben wir dort hinten einen Pinmarker gelegt. Einen Panzer haben wir ausgeschaltet und zwar den da in der Ecke und der andere hat, glaube ich, nichts getroffen. Ja, das heißt erstmal, die Bedrohung ist erstmal wieder so ein bisschen runtergegangen auf der Seite. Auf der Seite wird es jetzt wieder spannend, was da passiert. Aber wir haben jetzt in der 5. Runde ja schon wieder neue Verstärkung. Also, los geht's. Oh. Okay, Runde 5. Ein W6 neue Fahrzeuge, 3 Stück. So, und die kommen wo raus? 2, 3, 2, 3 und einmal aussuchen. Okay. So, die 3 war, glaube ich, hier. Ne? 3 ist da und 2 ist auf der Straße. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich schaue mal kurz nach, aber ich bin mir ziemlich sicher. Jupp, genau. Das heißt 3 Stück. Einen auf der Straße, einen hier. Und lassen wir die anderen auch gleich mit auf der Straße rauskommen, wo ich mir aussuchen kann. So, das heißt Befehle. Befehle. Und wenn ich alles richtig sehe, ist das hier der Commander, den ich letzte Runde mit Ja, reingebracht genau, habe. das Das ist heißt der 2 W6 plus 2 habe ich wieder. Oh, das ist viel. 13. Damit geht alles. 8, 10, Oder? 3, 6, 12, 13. Damit müsste so ziemlich 7. alles an Schweinereien möglich sein. Da ist ein paar Pins.
Ja, die sind ja geschenkt. So, okay. Wir fangen wieder an mit der mit der Stall-Sonderregel. Ja. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das heißt, die fahren hier volle Kanne hin. Ja. So, das heißt, ich habe da noch ein Fahrzeug, und zwar das, was hinten in der Mitte steht. Ja. Und das eimert einfach mal in den Wald rein. Hier? Ja, warte. Ich verliere 3 Zoll. Ich würde gerne da an die Kante mit einer Bewegung. Du kannst mich sicherlich sehen. Ja, ich sehe dich. Ich löse den Schuss auch aus. Okay. Dann feuerst du, bevor ich feuere. Sind Unter 30? unter 30, okay. Okay. Aufklären. Muss ich aufklären? Ja. Obscured Vehicle Firing, weil ich schieße jetzt. Ja, ist wahrscheinlich eine 3. Obscured Vehicle Fire. Ne, ist eine 2. Ja, das geht. Okay? Aufgeklärt für den ersten Schuss. Ich mach mal. Ach so. Fangen wir nochmal von vorne an. Ich mache erstmal die Loader-Teams. Nö. So, Der erste Schuss hat sich schon aufgeklärt. Den zweiten nicht. Nicht, Also okay. einer geht raus. Jawohl. Das ist dann, du bist gefahren und Obscured, das ist die 6. Das könnte durchaus sein, ja? Nee. Ja! Okay, ich schieße zurück. Ja. Ein Schuss auf das Ziel zum Unterdrücken. Nee. Nein. Die nächste Runde der Russen. Und mittlerweile arbeiten wir uns vor, aber nicht mit den Fahrzeugen, wie man an dieser impulsiven Spur an brennenden Wrack sehen können, sondern meine Geheimwaffe, die Panzerreiter sind im Angriff. Und tatsächlich, hier vorne ist eine 8.8 gepinnt und hier hat eine 8.8 einen Verlust erlitten und dort ist noch eine 8.8 gepinnt. Das allerdings war meine zweite Panzerkompanie, die da hinten gerade über die Straße anrollt. Also langsam aber sicher habe ich ein gutes Gefühl. Ich würfel erstmal Befehle. Oh, das ist gar nicht gut. Das sind irgendwie 3 Stück. Aber viel mehr Geschütze hast du ja eh gerade nicht. Das ist aber nicht gut. Okay, 3 Befehle. Jetzt müssen wir Ja. ein bisschen überlegen. Ich würde mal das MG 42 auf die Jungs erstmal ausrichten Was heißt ausrichten? und feuern. Ah ja, ja, dann mach doch mal. Auch zum Töten. Also Okay. erstmal Aufklären, Infantry in the open firing. 2 plus. Ja. 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 So, 6 Schuss. 2, 4, 6. Das ist unter 10 haben wir Von gelernt. da aus Ach messen, so, aber ich war Entschuldigung. trotzdem unter 10, glaube ich. Ja. Unter 10 sind wir bei einem MG bei einer 3 plus. Bist du bewegt? Ach nee, es steht bei MG, bei Infanterie. Ja, die sind trotzdem bewegt, aber ist, glaube ich, Ja, egal, ne? 3 plus. Und das sind 2, 4, 5 Treffer. Schon wieder? Das ist ein 6er Cover Save. Skandal. Ja, die sind alle Okay. hin. Brrrt. Okay, das ist auf jeden Fall wieder ein Battle Rate Marker. Ich ziehe nochmal einen Marker. Okay. Ich habe ganz schön viele Marker schon. Das Geschütz ist gepinnt, ne? Der ist gepinnt, der hat einen Verlust, der ist gepinnt, der ist noch frisch. Dann nehmen wir das Geschütz, Ja, Feuer okay. mit HE. Infanterie, 100. Feuer. Feuer! Ich bin der Riesenstaubfeuerwehr. Jetzt die Frage, möchte ich killen oder möchte ich unterdrücken? Gut, wir schießen HE. Wir müssen erstmal die Infanterie aufklären. Genau. Aber erstmal möchten wir gucken, ob die Gun Bock hat. Nein. Nö, Das das heißt, wir heißt haben 2 2 Schuss. Schuss. Zweimal auf die 2 aufklären. Das funktioniert. Das heißt, wir haben jetzt 2 Trefferwürfe. Können wir mal die Entfernung messen? Das müsste unter 20 wahrscheinlich sein. Das wird deutlich unter 20 sein. Ja, über 10, also ist 12 genau. Das ist die 3 plus. Feuer! Ja. 2 Treffer. So, jetzt müssen wir 4 Schuss auf die 3 plus killen. Genau, Das pro sind Treffer, also, das heißt genau, 8 8 insgesamt. Stück. 8 Stück. 2, 4, 6, 8. Und das sind 7. Oha. Das könnten 6 gehen. 6 gehen, ne? Wo hast du ein Schwein? Ja, Das sind 8 Mann, also bleiben 2 stehen. Aber ich muss trotzdem einen Moralwurf machen. ne? Ja. Oh, und damit gehen sie. Not geschafft. Ja, in dieser Runde habe ich leider nur eine Doppel-1 geworfen, was heißt, ich habe 3 Befehle. Ja, mit 3 Befehlen ist natürlich nicht so viel zu machen, aber ich konnte doch einiges bewirken. Und zwar, die nächste Bedrohung war jetzt tatsächlich die Infanterie, die wurde jetzt gefährlich. Ich konnte tatsächlich 2 komplette Trupps rausnehmen. Einmal mit dem Maschinengewehr, einmal mit der 8.8, die hat HE geschossen. Ja, und die dritte, bzw. die zweite 8.8 konnte leider nichts sehen und ja, und somit konnte sie nicht feuern. Ja, das heißt, wir haben hier hinten
jetzt 246 T34, die auf mich zukommen. Da habe ich jetzt Gott sei Dank dieses Geschütz auch noch entpinnen können. Das heißt, ich habe hier 2 Geschütze gegen 6 T34. Da hinten sind auch noch 3, die da sind. Und es folgen jetzt weitere Verstärkungen. Wie viele? 5 Oh, 5 Stück. Oh mein Gott. Okay. Gucken wir mal, wo die 5 Jungs rauskommen. Aussuchen, aussuchen. 4. 3. Ne, 3 war glaube ich hier. Lass mich doch einfach auf der Karte nachschauen. Das macht die Sache einfacher. Nein, gar nicht. 3 ist da, 4 ist da. Ah, okay. Also auf der Straße ein oder neben? Einen neben der Straße. Ja, Also hier ist die 1. 2 ist auf der Straße. das ist die 3. 3 ist da, da. Das heißt, du hast jetzt 2 nur genommen. Ja, ne? ja. Und Der kommt noch auf der Straße. auf der Die Straße. kann ich mir aussuchen. Die kommen bitte damit raus. Oh mein Gott. Ich glaube, da habe ich in ein Bienennest gestochen. Jetzt wird es hässlich. Hey? Okay, würfeln wir die Befehle aus für die nächste russische Phase. Und wir haben 9, 10, 11 Befehle insgesamt. Das ist sehr gut. Solange noch Russen in die richtige Richtung laufen, werden sie das halt auch tun. Deswegen fangen wir damit ganz einfach an. Ein Befehl, 6 Zoll bewegen. Kann ich in den Nahkampf sprinten? Naja. Hurra! Hurra! Okay, ein Befehl bewegen, nächster Befehl feuern. Ja. So, das heißt, es waren mal 8 Mann, haben wir gesagt. Das heißt, es sind jetzt noch 5 Schuss über. Ja. Ich muss die erstmal irgendwie aufklären. Halt mit Ja. einem Würfel. Das sollte funktionieren mit der 3. Deployed Gun Obscured. Obscured Gun. 3, ja. Ja. Okay. Das heißt, das sind 5 Schuss. Piff, paff, 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 paff. Ja, das ist ja Ich glaube, das ist nicht einer von, ne? das ist unter Das Small 10. Arms 3 plus. Ja. Fire moved 4 plus, ne? Nee, zählt bei Infanterie Doch, Small Arms. Fire moved. Oh, will move this turn. Oder habe ich eine alte Liste? Ich glaube, das ist die alte. Okay. Das gilt Das ist ein in- Treffer. Einen? Ja. Ja, den kann ich unter 5 saven. Nein. Oh, Jochen, mich hat's erwischt. Ja. Ach nee, falscher Dialekt. So, okay, super. Moralwurf bitte. Oh ja, das ist ein Treffer. Ah, und weg. Du Na? bist schon gepinnt. Gun 2 Abandoned. Du hast eine 1 gewürfelt. Abandoned. Yes! Okay, die ist weg. Okay. Die haut tatsächlich. Okay, weiter geht's nach der nächsten Runde. Hier hinten ist nicht so wahnsinnig viel passiert, außer dass ich mich ein bisschen konsolidiert habe und hier versucht habe, diese einzelne Infanterie zu unterstützen, die es allerdings geschafft hat, hier eine 8-8 rauszunehmen. Ganz hervorragend. Großartige Leistung. Gibt auf jeden Fall den großen Vaterländischen Verdienstorden, wenn man wieder zu Hause ankommt. Und hier hinten sieht es auch ganz gut aus, weil die Russen haben den guten alten Russenblitz gemacht und sind mit ihrer kompletten Panzerkompanie einfach mal stumpf vor die 8-8er gefahren, in der Hoffnung, durch ihre reine Masse die 8-8er einfach mit so vielen Zielen zu versehen, dass am Ende irgendjemand nächste Runde drüber fahren kann. Genau. Hans! Hans, Was ist denn da los? schnell! Schnell! Reiß die Brause auf! Es sind unter 20. Okay. Nee, okay. Du Okay. möchtest nicht niederhalten schießen. Nein. Ne, warte mal, ich feuer auf, warte mal, der feuert auf den und der feuert auf den. Also erstmal einen Schuss nach dem anderen. Ja, ja, genau. Ich messe nochmal, dann sind wir nämlich unter 10. Okay. Okay, So. also, dieses Geschütz möchte feuern. Vehicle in der Open. 2 plus zum Aufklären pro Schuss. Ja. Erstmal gucken, ob die Crew Bock hat. Ja, hat sie. Also 3 Schuss. 3 Schuss, um aufzuklären. Einer nicht. Einer nicht. Okay. Zwei schon. Ja, wir sind halt unter 10. Das Tja. ist halt ein 2 plus, aber du bist gefahren, 3 plus. Ha. Na gut, man muss halt erstmal mitschwenken, ne? Ja, Mit der ja, ja. Geschwindigkeit. Auf die 3. Ja, 2 Treffer. Okay. So, erster Treffer. Ja, das ist Komplett zerstört. komplett Explosion bis Ja. nach Vladivostok. Ja. Kannst du mir den Beutel mit den Markern bitte? Ja, sehr Ich würde gerne. gerne noch einen Konfusionsmarker ziehen. Ja, sehr gerne. Nicht das ganz. waren 5. So, jetzt machen wir das zweite Geschütz. Muss auch aufklären auf die 2. Ja, das klappt.
Achso, gucken wir mal, ob die Crew Bock hat. Nein. Okay, dann sind die 2. Und dort sind wir unter 10. Also auch auf die 2, auf die 3 plus. Da trifft nur einer. Nicht, dass der nicht reichen würde, aber... Und wir gucken, es ist eine 4. Oh, das könnte eng werden, ne? Das ist ein Glancing Hit. Wir haben nur einen Moralcheck. Das ist ja ärgerlich. Oben schon. Eine 1 wäre gut. Oben schon. Ja, es ist gepinnt. Ich bin hab nur gerade gepinnt. Ja, das reicht mir. Was für ein Dreck. So, eine weitere Runde der Deutschen geht vorbei. Es sind genügend Befehle geworfen worden und wir mussten natürlich hier sofort die Bedrohung bekämpfen. Das hat auch gut funktioniert. Wir haben einen T34 ausgeschaltet, einen gepinnt. Das heißt, es ist erstmal nicht safe, denn da folgen weitere. Aber er kann mich zumindest jetzt nicht mehr überrollen, glaube ich. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Beziehungsweise, ja, das werden wir gleich herausfinden. So, ich habe, achso, die habe ich übrigens entpinnt, gerade eben noch. Also dafür habe ich einen Battle Rate Marker gezogen. Ich zeige euch mal, was ich gezogen habe. So. Dann haben wir weiter geschossen. Wir haben ein bisschen Infanterie behakelt mit dem MG42. Das hat funktioniert. Haben sogar die Einheit gepinnt. Und wir haben einen grandiosen Schuss mit der 8.8 geleistet. Und haben 3 Treffer tatsächlich gelandet und somit einen weiteren T34 ausgeschaltet. Ja, aber so langsam wird es ein bisschen eng, weil die linke Flanke ist gut. Die machen mir gar keine Sorgen mehr. Aber das kann ich, glaube ich, jetzt nicht mehr schaffen. Okay, in der letzten Runde, ich muss nicht würfeln, ich habe nur noch ein Fahrzeug. Ja. Muss ich halt nur gucken, wo es rauskommt. Ja. Eine 5 ist aussuchen. Wie unbeschreiblich praktisch. Ah, ich würde gern Mensch. da hinten aus dem Wald hervorbrechen. Ja, Mensch. Ne? Hervorragend. So, wie viele Befehle habe ich? Plus 2 10. sind 8, sind 10. Ah, reicht nicht, ne? 6, 8, 10. Wie, wofür reicht das nicht? Naja, du hast ja mehr hier noch stehen. Ja, und die kann ich alle gleichzeitig bewegen. Ach, scheiße, mit dieser Regel. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14. Die Frage ist nur, gebe ich jetzt die Mörser auf, weil die eh kacke sind? Naja, Aber wenn er kommt, dann kommt er, ne? Das sind 2 80er, das sind 4 Würfel, die da runterballern. Eben. Komm her. Kommunikationstest für den Mörser. Das ist so ein Stümper, wirklich. Der wird Hallo! Standard. Hallo, ist da jemand? Du hast überhaupt kein Telefon. Was? Wie meinst du? Ah, was für ein Ochsenkopf, echt. Okay. Bewegen, feuern. Ja. Zum Unterdrücken? Ja, klar. Ein Schuss. Auf die 5. Pam, getroffen. Cover safe? Nein. Yes. Gepinnt. Ich habe leider keinen Pin gemacht. Ich hab reichlich schon. Ach, wie reicht's. So, feuern und bewegen. Ah, scheiße. Das ist ja direkt Matsch. Nee, ich habe Cover safe machen, sonst bist du tot. Oh! Wir lassen den mal theatralischerweise so stehen. So, hier wurde gerade versucht, die Gun zu überrollen. Es hat leider nicht funktioniert, obwohl die Voraussetzungen so gut waren. Ich war gepinnt, aber ich habe tatsächlich den Cover Safe bestanden. Ja, und somit war das. Das ist das Ende der nächsten russischen Runde. Hier vorne im Vordergrund sehen wir den Überrennversuch, der nicht ganz geklappt hat, aber dafür ist die halbe russische Panzerkompanie tatsächlich heile direkt vor den 8-8ern angekommen und die sind alle gepinnt. Bis auf diesen Trupp hier ist also nichts mehr so wirklich kampffähig und hier vorne zieht sich die Schlinge langsam zu. Ich habe diese Runde kein Battle Rate verloren, alles schön und hier hinten ist meine Base of Fire noch immer noch gut geparkt, mit reichlich Munition versehen. Nur dieser Herr hier hat es jetzt zum 6. Mal in Folge nicht geschafft, Artillerie anzufordern, aber jetzt habe ich auch keine Lust mehr auf den. So, fangen wir mal an. Befehle. Erstmal Befehle. Ja. Das sind 9, das sind 10. Wir haben da noch das Maschinengewehr. Ich glaube, mit dem Maschinengewehr fange ich mal an und gehe auf den Trupp. Ja. Was klar? Haben die gefeuert? Yep. Dann brauchst du nicht Infanterie. 2 plus. Trotzdem? Infantry in the open firing 2 plus. Ja, kein Problem. Das Einzige, was im offenen schießt, was man aufklären muss. Die 4 sind 3 Treffer. Zip, zip.
Ja, zwei Zwei Tote. durch. Ist auf jeden Fall ein Moral. Das ist schon mal gut. Oh no! Moralcheck? Yep. Oh, Beyond the Call of Schieß ich Duty. zurück? Ja. Ja, ich schieße zurück. Yeah. Aufklären. 2 plus, ne? Obscured Infantry Firing. Ne, 3 plus sogar. Ja. Okay. Habe ich 2 Schuss? Ja, du bist ja eigentlich mobil, ne? Ja, aufgeklärt. Das heißt, es sind jetzt noch 6 Schuss zurück. Mhm. Kann ich auch. Na gut. Aha! Oh. Aha! Aha! 5 Treffer. So, mein Herr, mit deinen 2 Mann da. Ich habe 5er Safe und Ja. 2 Tote. Wie groß ist das Team? 2 Mann? Ne, 3 Mann. Drei Mann, ja. Okay. Last Last Man Standing. Ne? Eierfarben. Super. Hier. Maschinengewehr Ist Matsch. ist Matsch. Ja. Ja. The Last Stand, ne? Ich habe genug Befehle geworfen. Das war jetzt nicht das Problem. So, hier vorne habe ich versucht mit meinem MG einen Trupp auszuschalten. Das hat nicht funktioniert. Wie ihr seht, ist mein MG nicht mehr da. Ja, durch einen Beyond the Call of Duty Test konnte er das Feuer erwidern und hat das MG direkt ausgeschaltet. Die 8.8 hat 2 Schuss gelöst, hat einen Panzer zum Platzen gebracht und einen weiteren beschossen. Das hat aber leider nicht funktioniert. Ja, und mehr ging da noch nicht. Mein Oberst Müller hat sich erstmal zurück in den Wald gezogen. Vergiss das Infanterieteam nicht. Richtig! Wir haben hier noch das Infanterieteam, und zwar 2 Bazookas. Eine Bazookaschütze hat den Panzer leider nicht gesehen. Die andere Bazooka hat tatsächlich getroffen. Also auch direkt ausgeschaltet. Ein bisschen unrealistisch, weil der Panzer ist direkt auf dem Geschütz geplatzt. Aber gut, das sind deutsche Geschütze, das hält das aus. Ja, ich habe ein bisschen entpinnt das Ganze. Ich konnte 3 Geschütze entpinnen. Ja, mal gucken, ob wir das in der nächsten Runde dann noch was bringt oder ob ich jetzt komplett überrollt werde. So, okay, was machen wir denn mal Schönes? Wir müssen dringend eine 8.8 rausnehmen. Ich habe gerade einen Lauf und ich mache hier hinten einfach weiter. Das heißt, ich brauche, glaube ich, einfach gar nicht näher dran, oder? Nee, Weißt du, was ich mache? lieber zweimal feuern, ne? Mit dem Fahrzeug aber. Genau. Oh. So. Ich fahre zum Niederhalten. Du kannst auch 2 MGs nutzen. Zum Niederhalten, Du ne? hast 2 Fahrzeug-MGs, jetzt ein Rate of Fire von 6. Das wäre das dann besser, ne? Warte mal. Suppressing Fire. Rate of Fire 6 Mit wäre auf mittlere Reichweite, nehme ich an. Du schießt auf Deployed Gun, Ja. das wäre dann eine 4 plus. Ja, okay, machen wir das doch mal. Ein Würfel auf die 4. Ja? Yep. Oh ja. Ich habe einen Safe. Ja. Nein. Ne. Gepinnt. Hervorragend. Okay. Den zweiten hatte ich angesagt, der geht also auf selbe Ziel. Ja. Also Das hast- hier, ne? Ja, du hast noch reichlich Marker, nehme ich an, ne? Ja. Hervorragend. Gut. Die hier schießen auf die mit HE aber, glaube ich. Okay, zu töten? Zweimal. Ne, zum Pin. Also, dann ist es 5. Mhm. Ich mache gleich 2 Schuss. Nein. Ne. Okay. Also für den Befehl raus. Okay, jetzt kannst du rüberfahren. Der fährt rüber. Okay, Safe. Mhm. 6. Oh! Das gibt's doch nicht. Der fährt rüber. Ja, eine 6. Warte, ich mache noch eine. Ah, okay, der ist Matsch. Okay, super, ganz hervorragend. Das ist ein Marker. Mhm. Okay. Ja, Luftangriff. Das ist geil. So, das war ja schon mal eine richtig geile Geschichte. Ich habe immer noch 5 Fahrzeuge über. So, kümmern wir uns gleich um das Corpus Delicti. Die russische Offensive ist erst ein bisschen ins Stocken geraten, aber dann ist es doch was geworden. Ich habe da hinten es geschafft, die Pack zu überfahren. Und hier vorne habe ich es ums Verrecken nicht geschafft, die letzte Pack zu pinnen. Aber dafür muss ich all das, was ich letzte Runde gesagt habe, zurücknehmen. Weil dieser beste Artilleriebeobachter der Welt hat es tatsächlich geschafft, dorthin zu feuern und damit mit dem Wirkungsfeuer des Mörsers, dort in diesen leeren Fleck, wo vorher eine 8.8 stand, einen entscheidenden Schlag gegen diesen Herren dort auszuführen. Ja, okay. Ich werfe mal Befehle. Alles. Alles. So, was haben wir denn noch? Da hinten haben wir nichts mehr.
Da haben wir noch eine 8.8, die funktioniert noch. Ja, die ist noch gut. Komplett mit Loader-Team. Tolles Programm. Ich habe auch noch eine Bazooka. Ja, weil er nichts gesehen hat, richtig? Und hier ist ja, warte mal, die Gun ist doch auch noch heile. Ja klar. Stimmt. Also eine Bazooka und 2 Guns. Das ist doch alles offen. Wenn du es schlau machst, sind das also mindestens 7 Fahrzeuge diese Runde, die du rausnimmst. Pass auf, wir drehen mal dieses Geschütz Ja. und wir nehmen mal als erstes ihn hier. Mhm. Ich stelle dich auf. Mhm. Erstmal gucken wir Loader-Team. Nö, Die haben nicht so richtig Bock. die sind schon getürmt. Ja. Oh mein Gott. Aufklären auf die 2. Klappt. Yep. Zweite Schuss auf die 2. Na, wir machen mal hinterher. Schieß erstmal. Feuer. Ja. Trifft. Trifft. Jetzt würfel einfach mal 2W6, wenn du keine Doppel-1 gewürfelt hast. Das reicht auf jeden Fall. Zerstört. Wir haben hier ein bisschen Watte. Ja, Achso, hast du? Ja, gib mir gleich mehr. Das könnte vielleicht noch mehr werden. Zieh ich Marker. Habe ich Marker. Mhm. So. Bewegen und Der Impfzug im Angriff. Raus aus der Deckung mit der alten Büchse draufgeknallt. Schieß auf den Gepinnten oder was? Oder? Ah, nee, gar nicht. Der Das ist tot. ist noch, liegt noch der Marker, ne? Wo schießt der denn hin? Na hier. Ach da, ja. Stimmt. Dann machen wir hier ein Na dann Aufklären. einmal Wolfram-Pfeil auf die 1. Oh nein! Oh, wie ganz hervorragend ist das denn? Aber nee, der Schuss ist wieder nicht raus. Stimmt. Du hast ich nicht seh ihn aufgeklärt. Ich sehe ihn nicht. Okay. Ganz hervorragend. Okay, jetzt hast du das noch das andere Geschütz da hinten, ne? Ja, dann viel Erfolg. So, viele Befehle geworfen. Brauche ich gar nicht mehr. Ja, was soll ich sagen? Ich habe noch 2 Geschütze, einen Infanteriezug mit einer Bazooka und Hauptmann Müller. Hauptmann Müller hat sich in den Wald verzogen, immer noch, und guckt sich das Ganze nochmal aus sicherer Entfernung an. Ja, Infanteriezug nach vorne gestürmt. Ah, hat den Panzer nicht gesehen. Blöd. Somit haben wir aber immer noch die Bazooka dabei. Können wir vielleicht nächste Runde noch feuern. Ja, Geschütz hat einen weiteren T34 hier noch ausschalten können. Das war es dann aber auch. Und das Geschütz hat einen weiteren T34 rausgenommen. Also sagen wir mal so, es qualmt ja eine ganze Menge. Und man muss sagen, die Schlacht war schon ein Erfolg. Oh, 7, 8, 9 nur. Ach Mensch, ist ja blöd. Ja. 6, 8, 9. Ist Okay. noch einer? Ja, schon 10. Nein. Gut. Langsam aber sicher muss ich mir auch überlegen, was ich mache. Ja. Weil, ist ganz ehrlich, langsam kann ich auch nicht mehr so viel mehr verlieren. Mal ganz vorsichtig auszudrücken. Aber ich glaube, dir müsste das Wasser auch mindestens bis zum Hals stehen. Ja. Wenn nicht schon der erste Tropfen rinnt schon von der Lippe runter. Deswegen mache ich einfach mit dem weiter, was die letzten 3 Runden gut funktioniert hat. Pin. Pin, natürlich. Ja? Okay, auf geht's. Wir fangen an mit dem Fahrzeug. Ja, das ist auch noch einer. Aufklären? Ich will dich pinnen Ja. mit HE. Ich muss dich also nicht aufklären. Ja, die 5. Machen wir 2 Schuss auf die 5 und schaffe keinen. Geil. Wie wunderbar. Sehr gut. So, okay. Die Infanterie, Ja. heimlicher Held des Tages. Du hast schon wieder beide Maßbänder. Beide, ne? 6 bewegen. Und Feurio. Na, es ist knapp über 10. Ja. Also sind es aber immer noch 6 Schuss, ne? Ja, sind sogar die 4 plus. Achso, Quatsch, ich muss ja erstmal Aufklären. aufklären. Ich schieße Wirkungsfeuer. Aufgeklärt. Ja, aufgeklärt. 6 Schuss. Oh. Aha, 3 Treffer. Okay, auf die 5. Oh. Loader-Team weg. Wie unglaublich hervorragend. Moralwert-Check? Ja, Ja, klar. klar, hast Verluste gemacht. 5, alles gut. Alles gut. Okay, aber sehr schön. Das war schon mal ein guter Anfang. Ein sehr guter Anfang war das. Guter Ein guter Anfang. Der gefällt mir. Okay, alles klar. Was haben wir denn hier noch? Wir haben hier noch 4. Nee, der war doch kaputt, oder nicht? Den hast du doch letzte Runde kaputt geschossen mit ihm hier, oder nicht? Nee, ihn habe ich kaputt Achso, geschossen. okay. Da warst du nur wieder Das war, zu eifrig hier, ne? Bazooka-Strahl. Ach, die Panzerfaust. Die Panzerfauststrahl. Der Panzerfauststrahl. Ich will mit den MGs, Ja. die sagt 8 Töten? Pin. Ja, ich habe geschossen. Also ich bin auch eine so. Deployed Gun in der Open bist Fire aufgeklärt, ne? automatisch aufgeklärt. Stimmt, das wären dann 6 Schuss, ne? 6 Schuss mit einem MG.
Unter 10, wa? Ja, bestimmt, ja. Ja. Das sind dann 3 plus. Das ist die nächste. 1, 2 Treffer. Einer weg. Das ist ein Moralcheck. Ah, warte, zweiter Schuss. Also, mach erstmal deinen Moraltest. 3, warte mal. Kind. Hervorragend. Ja. Zweiter Schuss. Aha. Das sind irgendwie 5 Treffer. Oh, okay. Eins, zwei, 4 Tote. Das Loader-Team ist komplett weg. Und noch einer, ne? Und noch einer. Dann ist Last Man Standing. Und weg. Ist ja nur noch Ist die einer. Besetzung nicht 3 Mann? Ja, einer ist aber schon weg gewesen. Ach so, ja. Dann. Hui. Jetzt bitte einen Luftschlag. Nuklearer Erstschlag. Und damit habe ich verloren. Yes! Diesen letzten Geschütz, was der Panzer hier vorne, dieser dort, mit seinen Bordmaschinenkanonen, beziehungsweise mit seinem Bordmaschinenkanonen wäre schön, mit seinem MG ausgeschaltet hat der Herr Deutsche wohl genug des Kämpfens Ja. und nimmt die Beine in die Hand und Ja. überlässt den Russen das Feld. Ja. Fun Fact: Die Russen waren nur noch 4 Punkte davon entfernt, selber zu brechen. Ja, krass. Also sackscharf, aber gut. Ja. Das war knapp. Ja, tatsächlich. Also ich hätte es nicht gedacht, aber du hast mich, mir haben 4 Punkte gefehlt. Ich kann ja noch mal einen ziehen. Ja, vielleicht. Ja. Oh, da wäre die 4 Der gewesen. nächste Verlust hat also das Gefecht entschieden Tatsächlich. und das war cool. Ja, das war echt total. cool. Man muss skrupellos sein. Ne? Ich bin Ja. so in der 3., 4. Runde so ganz kurz ins Grübeln gekommen. Okay, stelle ich hier die Taktik um oder sowas? Nee. Nee, immer Ran. ran. Ja. Cooles Szenario auf jeden Ja, Fall. richtig gut. Das Szenario wollte ich eigentlich schon immer mal spielen, weil Fall of the Reich ist ja nun auch schon ein paar Jährchen älter. Das ist gar nicht. Von 2000 irgendwas. Ja, Steht das hier vorne drin? Ich weiß es gar nicht. 2013. Okay, ist also schon ein paar Jährchen älter. 11 Jahre. Meine Güte. Und da ist mir das Szenario damit schon aufgefallen, dachte ich mir, okay, 488er und ein ganzer Arsch voll Panzer. Was waren 588er? Es waren 5, tatsächlich, es waren sogar 5. Und das könnte spaßig werden. Und ja, es war tatsächlich mal wieder richtig geil. Wir haben Ewigkeiten Battlegroup gespielt. Kein Battlegroup gespielt. Ich glaube, das letzte Mal, vor du weißt schon was, ne? Oh ja, also dazwischen haben wir, glaube ich, gar nicht. Lange her. Ja. Wir haben bestimmt wieder ein paar kleine Fehlerchen gemacht, aber das ist auch gar nicht schlimm, denn wir hatten wieder eine Menge Spaß und wenn wir jetzt was vergessen haben, ist das gar nicht schlimm, dann ist es trotzdem cool. Genau. Und ich glaube, Battlegroup kann man doch ruhig mal wieder öfter spielen. Ich denke auch. Wenn ihr das auch so seht, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst natürlich auch gerne ein Like da. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, Gerne auch ein Abo dalassen. so sieht es nämlich aus. So, dann wer nicht genug Tabletop bekommen kann und voll auf 6 mm steht, der guckt mal bei diesem Herrn vorbei. Videos unten in der Videobeschreibung, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Und es ist schon ganz schön spät und wir sollten jetzt Feier machen. Also, Tschüss.